So, gut. Dann noch kurz mal hier reingucken. Müsste wahrscheinlich die Ankündigung fürs aktuelle Event sein, denke ich mal. Glaube ich zumindest. Ah, ne, okay. Plus die Benachrichtigung über die ganzen Behebungssachen. Ah ja. Straßenopferritual der drei Welten. Enkanomiya ist es von dichtem schwarzen Nebel, dessen Ursprung unbekannt ist und wild. Um die Zukunft von Watatsumi zu sichern, beauftragt Kokumi dich noch einmal nach Enkanomiya zu gehen. Mhm. Und das müsste ja wahrscheinlich... Genau. Das ist halt der Auftrag. In adventuring as in business. Mhm. Na, da bin ich auch mal gespannt. Hoffen wir, dass hier weiterhin so weiter alles halten wird. Trotz der leichten Stromböen, die wir hier schon den ganzen Tag haben. Und die ja noch ein paar Tage bleiben werden anscheinend. Da hoffe ich doch mal sehr, dass hier alles trotzdem noch so einigermaßen halten. Trotzdem weiterhin alles halten wird. Und das ist nur heute Vormittag ein Ausnahmeraum im Ausfall. Ach ja. Ich muss mich auch mal dran machen, so einen blöden Kompass mal zu wählen für die restlichen ganzen Touren, um die noch zu finden, die mir fehlen. Das wird Spaß. Kompass extra bauen dürfen. This is the correspondence from Stingray 3. Your Excellency, the situation looks extremely serious. Thank you, Ueno. Inform Swordfish 1 to stand by. I'll see to the wounded shortly. Yes, ma'am. Hey, Kokumi! How have you been? Captain of Swordfish 2. Glad to have you back on Watatsumi Island. I would have liked to have given you a grand reception, but as you can see... What's going on? Not long ago, I hosted the Watatsumi Goryo Matsuri. It's the most important ceremony on Watatsumi Island. I'm guessing you'll have heard about it from Tsuyuko? What? How did you know we were the ones helping out Tsuyuko this whole time? Wenn sie es nicht wüsste, wäre es erst komisch. Tsuyuko is one of the more conscientious shrine maidens of Sangonomiya. I knew that handing off the planning of the ceremony to her would play to her strengths. Based on her description of the person who took the commission, it was quite obviously you. This is all starting to sound pretty suspicious. Es ist ein bisschen später, um misstrauisch zu werden. Anyway, I'm sure Tsuyuko will have told you that the Watatsumi Goryo ceremony is a ceremony to reverse the holy soil phenomenon on Watatsumi Island. It's a bleaching process that slowly turns the earth to holy soil, leaving the land infertile and devastating agricultural production. Granted, crops aren't our staple food on Watatsumi Island, but I can't allow external forces to drastically alter the people's diet, and we certainly shouldn't be overly reliant on imports. Paimon doesn't quite follow. Imagine all you had to eat from now on was radishes. No more fish or meat. Clearer now? Irgendwie geht Psychologie. Damit selbst Paimon das versteht. That would be terrible!
The issue began with the Watatsumi Goryo Matsuri. I did not miss a single step during the ritual, and there's no question that the blood branch coral you retrieved was infused with the Omikami's power. But it didn't reverse the holy soil phenomenon as expected. Instead, it just paused. This has never happened before in history. Das Phänomen der Heiligen Erde ist stehen geblieben, anstatt dass es wie erwartet rückgängig gegangen wäre. This is ultimately a matter of Watatsumi Island's survival, so I sent as many people as I could spare to Enkanomiya to investigate the situation. The news from Stingray 3 was that all of Enkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. Additionally, there have also been reports of monsters, the likes of which no one has ever seen before. Strange monsters? And an all-engulfing darkness? That's all that Stingray 3 has reported. Their investigation otherwise has yielded no useful information, and the unforgiving environment has caused many casualties so far. I have sent several rescue teams already, but so far, the situation does not look promising. It brings me no pleasure to have to ask, but on behalf of all of Watatsumi Island, I beseech you, please, lend us your assistance one more time. Thank you. Now, please, come with me to meet Tsuyuko. Nebeljäger in den Meerestiefen. Eine Dunkelheit, die sich nicht vertreiben lässt, und neue Gegner. Enkanomiya Shrine is a sacred place where offerings to Watatsumi Omikami are given. Your Excellency, traveler. I did wonder. Hope you're both having a wonderful date so far. Cut the comedy, Tsuyuko, or I may have to have you and Naki switch posts next year. In which case, you'd be in charge of Spectre Eco Management on Watatsumi Island. Ach, der Blick von Lumine ist einfach wieder genial. No need, I'll stop. So, since the two of you are here together, I assume it's about Enkanomiya? Kokomi filled us in on what's been going on. Kokomi. Right. Well, as I'm sure Her Excellency has told you, an ominous darkness has completely engulfed Enkanomiya. At the same time, strange humanoid monsters have appeared when the place should be completely deserted. Ob man die Dinger wirken, wenn es die Dinger geht, die ich denke, diese gezeigten vorgestellt hatten, dann sind die nicht wirklich menschenähnlich. Da kann man die eher mit so einer Art lebendigen Ritterrüstung oder so vergleichen, ne? Die nur ein bisschen anders war. Humanoid monsters? Armor that can move on its own. I know it sounds ridiculous, but we're not talking about one spook soldier hallucinating in the darkness. All the wounded who returned to Enkanomiya have described seeing the same thing. Lebendige Rüstungen. On top of this, even ordinary enemies seem to grow much stronger in the darkness. That's why Stingray 3 has sustained so many casualties.
There's one other thing that the returning soldiers have mentioned. They say a shrine maiden who calls herself Sumi has been helping to treat the wounded. Tsumi? I don't recall there being any record of a shrine maiden by that name in Enkanomiya. That's the thing. There isn't one. But she held something called a Sento ceremony, which managed to keep a small area in the very center of Enkanomiya brightly lit. Thanks to her, the wounded soldiers have a safe zone where they can recuperate. Sento. I've seen this term in the Deep Sea Healing Arts Compendium. But it's a ceremony that only works in Enkanomiya, so it was never brought to Watatsumi Island. I'd love to meet this Tsumi, but right now, helping the wounded has to be my top priority. Man, ich kann nicht besorgen, dass hier alles hält, bei dem Sturm, der hier wütet wieder. Your Excellency, even if you had no duties at all right now, there's still no way we'd let you go down there. Enkanomiya is exceedingly dangerous right now. Only preeminent warriors like the Traveler and Paimon should venture there. Ob man bei irgendwie dazu zählen kann, bisschen fraglich. Yep, absolutely, 100%. This is a job only we can handle. Yeah. We've worked together plenty of times in the past, after all. Do you have any other information about Tsumi? It was mentioned that she wears a strange mask that covers the upper half of her face. Okay, eine Scheinjungfer, die eine Maske, die so eine Maske trägt, die die Hälfte des Gesichts verdeckt. Okay. How interesting. What is she trying to hide? Your Excellency, in my humblest of opinions, Sumi has shown nothing but goodwill so far. Since the situation is so critical, we don't have the resources to make other defense arrangements and cast suspicion on our allies. I see what you mean. I have instructed Swordfish 1 to proceed to Enkanomiya and continue evacuating the wounded. Traveler, you can go with them. Swordfish 1 will escort you to the camp at the center of Enkanomiya. Also, please, take this with you. Okay, ein Teil von einer Scheibe. What's this? Looks like a missing piece of something. It's just a little trinket. When you are faced with a difficult choice, it might be able to help you. Das soll ein unbedeutendes Schmuckstück sein, das uns helfen soll, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Das sieht da wie das Teil auf Fragment von irgendeiner Scheibe aus, von irgendwas Bestimmtem. Your Excellency, but isn't that... Watatsumi Island doesn't need it anymore. Besides, both of the other two pieces are in Enkanomiya. If we're lucky enough, this could be our chance to reunite them. Understood, Your Excellency. Okay. Emergency measures to hold the Three Realms Gateway offering now underway. Dann läuft die Notfallaktion Straßenopferritual der drei Welten sofort an.
I apologize for the trouble. Now please excuse me. I need to tend to the wounded. Please, see Ueno once you're ready. Ein zersplittertes Schmuckstück. Da haben wir jetzt also einen Teil einer Scheibe bekommen, oder was auch immer das sein soll. Also zumindest ganz nach einer Scheibe aus. Bin ich ja mal gespannt, wofür das Ding später da sein wird. Are you ready to venture into the dark shroud of Enkanomiya? Oh, ich schätze mal, schlimmer als beim ersten Mal, wo man alles aufdecken musste und dann im Untergrund von dem im Untergrund des Zentrums dann den Kampf hatte. Ich denke mal, schlimmer kann es ja bestimmt nicht werden. Schlimmer kann es ja, denke ich, All mal right, nicht werden. follow me. Eine neue Dunkelheit. Danichi Mikoshi erreicht. Oh, direkt ins Zentrum? Okay. Direkt zum Zentrum diesmal also. Bin ich ja mal gespannt, ob es diesmal noch dunkler ist als beim ersten Mal oder ob es genauso ist. Sieht eigentlich unverändert aus. Cool. Here's hoping I have the chance. Ich glaube, diese komischen korallenartigen Zweige waren da oben auf der Spitze noch nicht gewesen. Ne? Ich glaube, die sind neu. Ich muss wirklich sagen, das macht Enkanomiya wieder zu einem ganz besonderen Ort. Direkt diese schöne, beruhigende Melodie wieder, die man ja mal hört. Das macht Enkanomiya wirklich besonders. Das ist wirklich mal was Besonderes an Enkanomiya, diese schöne, entspannte Melodie, die man so hört. Aber so ganz der Sachen, weswegen ich Enkanomiya auch wirklich gemocht habe, kann man sagen. Dieses schöne, entspannte. Next year, I'm going to apply for Swordfish 1 to be redeployed into Spectre management. Because if it's that, or spend more time in Enkanomiya, I'll take my chance with the Spectres. Okay. Those armor monsters, closing in on you. It's the stuff nightmares are made of. Totally understand. Anyway, we should be safe for now. There shouldn't be any more danger from here on out. Oh. Hey, what's up? It's Yabe, the odd guy from Stingray 3. Der berühmte Spinner. Ja, super. You seem kinda chipper compared to all the other soldiers. Do I? Well, I've pretty much always loved horror stories and ghost stories and stuff, ever since I was a kid. This trip to Enkanomiya is something else, though. Totally mind-blowing. Super fun. 10 out of 10 would come again. Totally do not understand. Well, I mean, it's pretty sweet to have the chance to come to Enkanomiya. I actually kind of wanted to look into the Bunkoku puzzle while I'm here. It's the first of the 4 great puzzles of Enkanomiya. Okay. Ein Bunkoku-Fall? Eines der 4 großen Geheimnisse? Yeah, please don't do that. We're the ones that'll have to come rescue you. Wie man so schön sagt, safety first. Alright, well, never mind that. There's a makeshift camp at the top of those steps over there. Yeah, you should head up and catch some rest if you haven't been there yet. Okay.
vorübergehenden Lager. Was würde ich sagen? Enkanomiya sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Außer das mit diesen komischen Korallenzweigen, was man noch oben auf der Spitze hat vom Turm. Das ist ein bisschen neu. Wenn, dann ist mir das auf jeden Fall neu. Hey, look! A shrine maiden taking care of the wounded! That must be Sumi, right? Let's go ask her about what's been going on. You are different from all the others. Are you human? Well, she is, obviously. Just not a native of Watatsumi Island, that's all. And you? Okay. A human hatchling? Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, Na, die Scheinjungfer hat man schon mal irgendwo gesehen, ne? Irgendwie hat sie eine gewisse, auch wenn sie eine halbe Maske trägt, hat sie schon eine gewisse Ähnlichkeit mit ein paar der anderen Scheinjungfern, die man so kennengelernt hat. Irgendwie hat es auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit. Irgendwie hat das Gefühl, man kennt mit der Schlangenmaske. Irgendwie habe ich so ein bisschen das leise Gefühl, dass man sie irgendwo kennt, von irgendwo erkennen müsste. Irgendwie kommt die mir bekannt vor, trotz der Maske. Oh, really? Because I thought that humans lose the ability to fly when they reach adulthood. Just like the baptismal bishops lose the ability to see in color when they reach maturity. Sumi, you seem to know a lot about bishops. Wait, how do you know my name? Oh, the wounded soldiers mentioned you. Oh, Wir sind hier, um die Dunkelheit zu untersuchen. Ne? Greetings. My name is Ueno, acting captain of Swordfish 1. We're here to evacuate the wounded and support the traveler's investigation. Swordfish 1 needs to rest and reorganize before commencing the evacuation. I'll see you later. Ich kann mir nicht helfen. Sie hat zwar eine etwas andere Stimme, aber sie kommt mir schon irgendwie bekannt vor. so you're here to help resolve this, hmm? Very well. It's taking all the energy I have to keep this light shining. I don't have the strength to try and combat the spreading darkness, too. Do you understand what's going on? The Void Realm is invading. The people of Byakuyakoku believe that there are 3 realms. The Bishop Realm, the Human Realm, and the Void Realm. Okay, damit hat es also auf sich. Die sogenannten 3 Welten, ne? Und das Hauptritual. Drachenechsen, das Reich der Menschen und das Reich des Lichts. The darkness spreading in Enkanomiya comes from the Void Abyss. Neither bishops nor humans can endure it. But don't baptismal bishops like the dark? No. They hate the light. But only because down here in the depths, the presence of light signifies human activity. In fact, the Bishop Realm is the realm of pure primordial elemental beings. It's actually referred to as the Light Realm in most books. The 7 sovereigns of the Light Realm are the 7 foremost elemental dragons at the pinnacle of the raw and primitive elemental forces. So that's why Suyuko called this the 3
Three Realms Gateway offering. Three Realms Gateway offering. Not far off the mark, actually. But technically, I think it should be called the Triangle Gateway offering. Because the source of the darkness from the void is the three towers at the corners of Enkanomiya's triangular borders. Oh, the three towers! The ones where we did those trials! Ah, okay. Die drei Türme sind damit gemeint, wo man diese komischen Prüfungen machen musste. Oh ne, wenn man da wieder was machen muss, da wird ja eins von denen wieder das Schlimmste von allen haben. You've been there before? Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, ne, wenn dieses offene Straßen, dieses Opferritual der drei Welten an den drei Orten stattfinden soll, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass an dem Ort, wo ich damals ja in Enkanomiya den letzten Ort nämlich gemacht, an dem letzten Ort gewesen bin mit der letzten Prüfung, dann wird da vermutlich wieder das Schlimmste wieder stattfinden. Ne? Und die anderen beiden werden wahrscheinlich wieder so einigermaßen okay sein. That's a long story. Oh. By the way, Sumi, what's up with the weird mask? To hide my face. It has to do with some things that happened as I was growing up. I just don't want to scare anyone. That's all. Does that make me untrustworthy in your eyes? No, not at all. You've been helping the wounded all this time. Everyone must be super grateful to you. It's just that... Ich will nicht, dass noch eine maskierte Schreinjungfer verschwindet. Ich will nicht noch einmal verraten werden. Stimmt, eine maskierte Schreinjungfer hatte man mal gehabt. Und das war bei dem Reinigungsritual für den Sakura-Baum gewesen, stimmt. Für die Wurzeln. Stimmt, da würde das eigentlich ganz gut passen, ja. Ich will nicht, dass noch eine maskierte Schreinjungfer verschwindet. So wie die Schreinjungfer, der man geholfen hatte, die Wurzeln des Sakura-Baums zu reinigen, ja. Und damit zu schützen. Ne? Can't say I really understand what you're talking about. Anyway, if you want to rid this darkness from Enkanomiya, you can come to me for guidance. Of course, if you can trust me. I'm going inside to tend to the wounded and check in with the new arrivals. Please excuse me. What are we gonna do? Paimon really wants to trust Sumi, but... Oh, how about we go ask the wounded? Greetings. Hello, we'd like to ask you about the masked shrine maiden, Sumi. Because of her strange mask? Well, you've come to the right person. Cool. I was one of the first people that she rescued. Straight away, I thought there was something very weird going on. Who is this shrine maiden who knows the lost ceremonies of Enkanomiya? And why is she covering her face with a mask? So I started pestering her about it. I wasn't going to let up until I got an answer. And?
There weren't so many people around at the time, so eventually she let me look behind the mask. It was actually pretty normal for the most part. There's just one thing she's trying to hide. Her eyes have snake-like pupils, thin vertical lines. Okay. Wow. Weren't you scared? I probably would have been if every Watatsumi Islander wasn't so familiar with our legends, or I should say, our history. The first familiars of the Watatsumi Omikami were the vassals of Watatsumi. Legend has it that they are a half-human, half-snake kind who helped our ancestors fight back the Bathismal bishops. Mhm. Also laut einer Geschichte könnte sie also eine der Nachfahren von diesen, von sowas sein. Halb Mensch, halb Schlange. Aber da würde ich auch vermuten, dass er da bestimmt ein bisschen mehr als nur schlangenartige Augen hat und trotzdem größtenteils wie ein Mensch aussieht. Wenn sie halb-halb sein soll. They were said to have disappeared long ago. But then Sumi showed up, and as soon as I saw her snake eyes, I instinctively trusted her. It's like the vassals have returned to help us in our moment of need. I'm no expert by any means, but I think Tsumi can be trusted. Na, bin ja mal gespannt, ob man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr über sie mit der Zeit noch erfahren wird. Bin ich mal gespannt. Hello, what can I help you with? Hi there. We wanted to ask you what you know about the masked shrine maiden, Sumi. I see. What are you looking to know exactly? I've tried asking if she's seeing anyone, you know, or whether she's looking right now, but she seems pretty tight-lipped about her love life. Warum sollte man eine Schreinjungfer nach ihrem Liebesleben befragen? Gut, Familienstand könnte man, wäre vielleicht noch was Normales, aber was anderes? That's not what we meant at all. We were more wondering, do you think there's anything suspicious about her? Suspicious, huh? Suspicion, the unknowable, the unpredictable, unexplored territory. Mysterious? Enigmatic? Enchanting, bewitching, compelling, addicting. Yeah. Know what I'm saying? Geht gerade in eine etwas andere Richtung, als wir eigentlich wollen. I am being serious. Okay, look. If I had to pick one thing about her that's suspicious, I'd say, okay, two things. Number one, her mask. It's pretty scary. I don't know why she chose it. Number two, some kind of pendant fell out of her sleeve when she was bandaging me up. It looked like it was a broken off piece of something. So maybe when you put them together, it makes a whole. Okay. Ein abgebrochenes Stück von etwas. Huh. Maybe the other half is held by Sumi's lifelong sweetheart. Sounds like you hit the nail on the head, so, you know, maybe ease off a little, bro? War das jetzt eine ganz komische eigene Art von Lachen oder was war das? Was war das denn gerade für ein Geräusch gewesen, ey? It looks like they're resting. Let's not disturb them. Paimon thinks we've got enough answers now. Let's find somewhere to recap what we know so far. Sumi's just
inside the room. It'd be a bit awkward if she hears us talking about her behind her back. So here's what we learned from the soldiers. Sumi's mask hides her snake eyes, which the people of Watatsumi Island believe to be a distinguishing feature of Orabaxi's vassals. Based on her actions, it seems like all she wants to do is protect the people of Watatsumi Island. And from what she said, she's doing everything she can to combat the darkness spreading in Enkanomiya. So she seems pretty trustworthy. Then let's go talk to her about working together. Ach, in dem Räumchen hier. Guck mal, diese 3 komischen Opfergaben abgeben musste. So, how's it going? Have you made a decision? Yep, let's team up to tackle the darkness. Okay, then take this. It's called the Bokuso box. I found it in the Dainichi Mikoshi when I was looking for a solution. Actually, the Dainichi Mikoshi was where I found the method and tools for the Sento ceremony. Lucky I can read human writing. Why wouldn't you be able to? Or did you mean it's lucky that you can read the ancient Enkanomiyan script? Oh, nothing. I just meant the script in the Deep Sea Healing Arts Compendium. I don't actually know if it's ancient or modern. Jetzt wird es noch verwirrender. Never mind all that. Let's get back to business. The Bokuso box collects light. It can dispel the darkness from the void within a small radius. So, for example, with the power of the Bokuso box, you can turn monsters affected by the darkness back into their original forms. As it happens, there are some monsters causing trouble around the camp. Go and try out the Bokuso box on them. I will join you shortly. Der Bokuso-Kasten. Leg den Kasten an, um die Aktionsherausforderung abzuschließen. Aktionsherausforderung abschließen, indem man so einen Kasten anlegt. Okay. Benutze dies, um ein bestimmtes Gebiet in Enkanomiya von dem schwarzen Nebel zu befreien. Der Name Bokuso setzt sich zusammen aus Boku, was sich dem Guten nähern bedeutet, und Sohn, was das Verdorbene meiden bedeutet. Okay. Den kleinen Kasten also benutzen, um irgendwo an der Ecke mal ein paar Gegner mitzunehmen.
Ich hatte mal, jetzt geht mein Charakter erstmal K.O. Im lichtlosen Enkanomiya werden einige Gegner von der Dunkelheit geschützt und können mit normalen Mitteln nicht besiegt werden. Ne? Du kannst eine bestimmte Menge an Energie aufwenden, ne, um den Bokuso-Kasten zu benutzen. Ne? Und diesen Schutz des schwarzen Nebels zu zerstreuen und solchen Gegnern eine bestimmte Menge Schaden zuzufügen. Ne? Ja. Ja. Das mag ich auch nicht davon. Into the wind. You're a good fighter. You bet! We were the ones who went and got the blood branch coral that one time after all. You... So you... What's wrong? Nothing. If what you say is true, then I'm sure you'll be able to conquer the 3 border towers quite easily. Also, there are a few things I need to explain to you. According to what I have read, the fundamental purpose of the Watatsumi Goryo Matsuri is to use the Serpent God's life force to awaken its second familiars, the Senga Coralia. Was bitte? Die Lebenskraft des Schlangengottes nutzen zu können, um den zweiten Untergebenen, den Korallenkönigswurm zu erwecken? Ja. Kommen jetzt noch alles für neue Dinger dazu. They are creatures that break down raw, primitive elemental energy into the milder elemental energy of the human realm. The giant coral is a symbol that the Senga Coralia have been awakened by the serpent's blood. The mass awakening of the Senga Coralia causes a transformation in the ecological environment of Enkanomiya. Makes sense. Even if you took away the darkness and the monsters, Enkanomiya would still look pretty different now with all the new plants and ore around. Things are even more complicated than usual this time. The darkness from the Void Realm seems to be suppressing things in the Light Realm and the human realm, causing them to come to a standstill. You may need to use the power of the Bokuso box to dispel the darkness and allow the ecological transformation to continue. Please, try to solve the problem using the Bokuso box. I'll wait for an update for you under the statue over there. Also nach Statue, weil so eine Koralle rausguckt. Nutzt den Kasten, um die Herausforderung abzuschließen. Okay. Ach, da hinten. Naja, also erstmal wieder so eine kleine Einführung in den neuen ganzen Spaß. Bis man dann auf sich allein gestellt ist für den Rest. Während du Enkanomiya erkundest, kannst du eine bestimmte Menge an Energie aufwenden, um den Kasten zu benutzen und den schwarzen Nebel zu vertreiben, der an Herausforderungsarenen, Schatztruhen und sammelbaren Objekten haftet. Wenn der Kasten hochgestuft wird, kann er noch stärkere schwarze Nebel zerstreuen. Okay. Alles klar. Also den Kasten benutzen, um den schwarzen Nebel loszuwerden und dadurch stückchenweise verbessern zu können.
man dann immer stärkere Nebelstellen dann zerstreuen kann. With sword comes shadow. Wow, it works! Let's go back and tell Sumi. You give, you receive. Siegel der Lichtwelt. Yay. Wieder kleine Mengen Mora, Artefakte, Items für die Talente und Urgesteine. Da kann man also wieder einiges an Herausforderungen wieder abschließen, um wieder die ganzen standardmäßigen Belohnungen aus der Truhe wieder zu bekommen. Das gefällt mir. Stückchenweise Mora wieder bekommen, Urgestein und die ganzen anderen schönen Sachen, die man wieder für die ein und andere Sachen gebrauchen kann. It seems that you have mastered the Bokuso box. Now, let me tell you about the ultimate purpose of this operation. As I said, we need to proceed to the 3 towers on Enkanomiya's borders. They're towers of the void, restored to their original form by a certain abyss adherent. Abyss adherent? Wait, do you mean... He's a purveyor of incessant nonsense. Somehow he found out about the 3 realms and the 3 corners, and brought those things in using abyssal technology. Then, he started disseminating abyssal energy using the towers. This caused great suffering for both the Sangakaralia and the Baptismal bishops. I don't know why he's doing this. For us, the abyss is highly toxic. For them, intoxicating is more the word. Addictive, but still destructive. Ja, ist ja klar. Wenn das Ding aus dem Abgrund stammt, na, dann ist es ja klar, dass das Ding dadurch gestärkt wird, als dass es ihn schwächen würde. Maybe he just likes to toy with people and stab them in the back. Paimon knows exactly who you're talking about. You know him? Then it seems we have a common enemy. Naja. Wenn es so ein Mitglied des Abgrunds ist, dass man schon mal begegnet ist, ja, dann kann man von einer gewissen Vermutung ausgehen, wer es sein könnte. Oh, you bet we do! To get rid of the darkness, you need to climb to the very top of the Towers of the Void and activate the Light Realm Chisel, which will let in the energy of the Light Realm. In Enkanomiya, the ley lines of the human realm, the elemental currents of the Light Realm, and the dark currents of the Void Realm are all exceptionally strong. Also, I only performed the Sento ceremony going off the steps in the book, but I believe the key to the ceremony is the statue in front of us. You can offer crystals of Light Realm energy to it to increase the Bokuso box's power. Also, resting here can restore the box's energy. Please, take this hand-drawn map. I've marked out the locations of the 3 towers for you. You'll need to explore one step at a time, and I'd recommend you start with this tower. Okay. Sogar direkt eine Reihenfolge.
Also oben links, im Nordwesten wäre also der erste, im Nordosten der zweite. Und unten beim Schlangenherzen wäre dann also der letzte. Alles klar. Und ich schätze, mit den Kreuzen sind wahrscheinlich die Portale wahrscheinlich gekennzeichnet, über die man zu den Inseln wieder hinkommt. Well, that's as much help as I can offer you. I'll be waiting here for the good news. Na, da bin ich ja mal gespannt. Während Enkanomiya in Dunkelheit gehüllt ist, können Siegel der Lichtwelt durch Öffnen von Truhen, Freischalten von Teleportationspunkten und Abschließen von Erkundungszielen erhalten werden. Du kannst sie an Statuen opfern, um den Bokuso-Kasten zu verbessern, seinen Korrosionsschutz zu verstärken und verschiedene Fähigkeiten, die bei der Erkundung helfen, zu erhalten. Also könnte man sagen, ein bisschen so wie die heilige Sakura am Wiederbaum. Dort genügend Elektrosiegel abgeben, um stückchenweise die Elektrogranen, um das immer stärker zu machen. Aber eine gewisse ähnliche Fähigkeit anscheinend. Wähle die Option Erholungspause an der Statue, um den Korrosionsgrad von allen Reisenden in der Nähe auf 0 zu senken und die Energie des Kastens wieder voll aufzuladen. Du kannst auch Korallenschmetterlinge fangen oder Lichtschnecken berühren, um eine kleine Energie für den Kasten wiederherzustellen. Ah, okay, das aber sind also die kleinen Schmetterlinge und das andere sind die Lichtschnecken. Wenn du das dunkle Enkanomiya erkundest, kannst du auch Kerne der Lichtwelt erhalten, indem du luxuriöse Truhen öffnest. Jeder Kern der Lichtwelt kann bei der Statue der Boten verwendet werden, um eine Bokuso-Geheimtechnik zu aktivieren. Die Bokuso-Geheimtechniken helfen dir beim Erkunden und Kämpfen. Naja, warum nicht? Und die luxuriösen Truhenbringer mit am meisten Belohnungen noch ein. Was auch schön ist. Und dafür hat man 40 Tage Zeit. Wow. Mal gucken. Schauen wir da mal. Bokuso-Kasten. Korrosionsschutz 0. Energielimit ist 300. Liegt bei 300. Der Kasten kann normale schwarze Nebel zerstreuen. 15 Stück, okay. Ah, okay, das sind die Geheimtechniken. Stufe des Bokuso-Kastens. 15 Stufen gibt's? Okay. Also wenn ich richtig sehe, gibt es 15 Stufen, die man freischalten und erreichen kann. Und das aktuelle Energielimit sind 300. Das aktuelle Energielimit liegt bei 300? Okay. Krass. Bäh. Toll. Aus Versehen auf falschen Pfad gekommen. Straßenopferritual der 3 Welten. Ach, du Heimatland. Okay. Läutere den ersten Dunkelton der Schattenwelt. Öffnet 30 Truhen
30 Truhen öffnen und erreiche Stufe 4 des Kastens. Aha. Ja, oder erhöhe die Stufe des Kastens auf 4. 10 Stück Meerestiefenerz. 10 Tokuyo-Schoten. Besiege die Hülle der Finsternis und halte 3 Stück Hüllen-Edelsteine. Okay. Teil 2 wird dann der zweite Turm, okay. Oh klar, Teil 2 sind einfach mal 60 Truhen, Stufe 8. 3 Geheimtechniken erlernen. Fülle mit Lichtschnecken die Energie des Bokuso-Kastens 5-mal auf. Dann schließt 4-mal die Sento-Prüfung ab. 90 Truhen, Stufe 12. Schalte 9 vom schwarzen Nebel umhüllte Teleportationspunkte frei. 8 Korallenschmetterlinge fangen. Führe 6-mal die Lenkung des Lichtstrahls aus. Okay, das muss ich mir mal angucken. Okay, das waren bloß die näheren Details, alles klar. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Das mal Bunko-Rätsel. Erholungspause, Opfergabe, da wollen wir mal gucken. Korrosionsschutz wird auf 6 erhöht. Und der Kasten kann auf der Minikarte die Stellen der Tokuyo-Schoten und Meerestiefenerz in deiner Umgebung markieren. Ah, nice. Anzahl der freigeschalteten Geheimtechniken durch die Kristalle. Okay, 80 Stück braucht man für die erste Belohnung schon. Okay. 80 Stück schon. Korrosionsschutz wird auf 6 erhöht. Oh gut, das hat man ja schon gesehen. Und das. Gut, mit dem, was ich schon habe, denke ich mal, kann man ja die ersten 80 Stück schon mal abgeben. Gut. Belohnungsbereichen gesagt, zweimal was zum Leveln, komische Korallendinger und ein bisschen Mora. Gut, jetzt müsste also der Korrosionsschutz auf 6 erhöht worden sein. Und jetzt müsste man also auf der Minikarte Tokuyo, Schoten und Meerestiefenärzte markiert bekommen. Ah ja, da hat sich die Leiste ein kleines bisschen vergrößert. Straßenabfahrt. Okay, der erste Teil im Nordwesten. Teich der Geisterfische im Nordwesten. Dann der Nordosten und der Süden. Das bringt auch nochmal alles jeweils 40 Urstein. Nice. Und das Bunkroko-Rätsel ist ein Weltauftrag und bringt auch nochmal extra 40. Wow. Ja, 12. Mal 16. Mit dem aktuellen Auftrag jetzt schon 20. Boah. Oh, ich liebe das in diesen Legendenaufträgen an solchen Events, wenn man so viel für solche relativ schnellen und einfachen Aufgaben und Aufträge immer so viel Urgesteine bekommt, das ist so, ja, das ist immer so geil. Das ist immer richtig schick. Du bist immer noch ein wenig neugierig, was der Bunkoko-Fall bitten zu bedeuten hat. Deshalb gehst du zu Jabe, um mehr darüber zu erfahren. Ich glaube, das könnte ich eigentlich mal machen, ne? Erstmal ein bisschen erkunden gehen. Ach, da war wieder jetzt dieser Portale. Okay. Ach du Heimatland. What? Korrosionsstufe 15? 73? 105? 118? 60? Und 28? Wow. Und das ist wirklich nur Enkanomiya, dieses ganze große Gebiet hier drin. Je dunkler die Farbe dieses Gebiet auf der Karte ist, desto stärker ist die dortige Korrosion. Wow. Da kann man ja eigentlich bloß mit der ersten Insel anfangen. Dort, wo die Bibliothek war.
Da kann man ja wirklich nur hier anfangen. Sich dann hier zu der ersten Insel durcharbeiten. Ne? Und dann so stückchenweise weiter, so wie sie es markiert hat. Erst hier oben links das Gebiet, dann oben rechts und dann unten. Ne? Da kann man sich ja alle wegen der Korrosionsstärke nur so anscheinend nur so eine In Vorarbeiten. adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Da liegt es also an der Korrosionsstärke, weswegen man die Reihenfolge machen muss. Da frage ich mich ja, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dass wenn man Feuer erstmal in allen Gebieten in dem jeweiligen Gebiet schon soweit alles komplett erkundet und alles mitnimmt, aber man dann eigentlich schon eine höhere Korrosionsstärke beziehungsweise eine höhere Stärke von der Box schon bekommen kann und vielleicht sogar ein bisschen früher zu den anderen Inselbereichen zu gelangen. Würde mich mal interessieren, ob das klappt. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ob das wirklich, oder ob das von der Korrosionsstärke mit den ganzen Fundorten, den ganzen Belohnungen wirklich so, kann man sagen, so eingerichtet gemacht ist, dass man wirklich nur die jeweiligen Orte wirklich wirklich in der entsprechenden Reihenfolge, wie Tsumi das markiert hat auf der Karte, wirklich nur so abgehen kann, dass man jetzt nicht, wenn man den ersten Teil der Insel komplett erkundet, vielleicht schon den zweiten und dritten Teil schon erkunden kann, weil man wirklich nur eine bestimmte Menge zusammenbekommt und I den Rest know also for Stück für work-life Stück balance, zusammenbekommen but kann. I think this is pushing it. Muss ich mal gucken. Ich frage mich, ob du dich an meinen Namen erinnerst. Ich bin Jabe. Du musst also ziemlich gut sein, was? Erst gegen Shogun Raiden antreten und dann der Dunkelheit von Enkanomiya trotzen. Das ist wahr. Toll, ich habe eine Spur zu einem bestimmten Schatz, aber das könnte eine gefährliche Reise bedeuten. Bist du interessiert? Obwohl mich geheimnisvolle Dinge schon immer angezogen haben, möchte ich mich lieber nicht in große Gefahr begeben. Ich bin interessiert, erzähl mir mehr darüber. Das habe ich gefunden, als ich den Danichi Mikoshi patrouillierte. Auch wenn es nur eine Steintafel zu sein scheint, glaube ich, dass sie der Schlüssel zum Finden des geheimen Schatzes von Bunkoku ist. Okay. Der Name ist alles, was ich weiß, denn es gibt nicht viele detaillierte Berichte über Byakuya-koku, die die Geschichte von Watatsumi überlebt haben. Eine Version besagt, dass Bunkoku der zweite Premierminister in der Geschichte von Byakuya-koku war. Er und das Sonnenkind ließen das Volk durch hohe Steuern ausbluten und verdienten ein großes Vermögen. Danach versteckte er seinen Schatz in einer geheimen Kammer im Danichi Mikoshi. Schließlich versteckte er die Schatzkammer mit Hilfe der Sonnenflammen-Illusionen und beschwor rachsüchtige Geister und verdorbene Wesen aus dem Fluss der Elemente als ihre Wächter. Bunkoku hatte wahrscheinlich einen altertümlich klingenden Namen. So etwas wie Tieseus oder so ähnlich. Aber niemand würde die Geschichte eines verabscheuungswürdigen Verräters im Detail aufzeichnen wollen. Lass uns zurück zur Steinplatte gehen. Es ist wahrscheinlich der Schlüssel zur Schatzkammer von Bunkoku. Nach meiner jahrelangen Erfahrung mit Kaidan und bei der Untersuchung von Geheimnissen. Es lautet, es liegt mir auf der Zunge. Du kannst ruhig ehrlich sein. Tatsächlich habe ich die Steintafel im Lagerraum des Danichi Mikoshi gefunden. Und daneben lag ein Zettel, auf dem sowohl die alte Schrift als auch ihre Übersetzungen verzeichnet sind. Es scheint, dass alle Dokumente, die während der Übergangszeit geschrieben wurden, mit einer Übersetzung versehen waren. Laut dieser Notiz steht die Steintafel in direktem Zusammenhang mit dem Bunkoku-Fall. Hier steht auch, dass es insgesamt 8 Schiefertafeln gibt. Bis jetzt haben wir nur eine gefunden. Laut der Notiz befindet sich die geheime Kammer in der Nähe. Darf ich dich bitten, einen Blick darauf zu werfen? Um ehrlich zu sein,
Ist mir der Schatz egal. Ich wäre schon überglücklich, wenn ich den Bunkoku-Fall bis zur Lösung miterleben könnte. Eine bestätigte Steintafel, okay. Ah ja. Das zersplitterte Schmuckstück. Ein kleines Schmuckstück, das du von Kokumi bekommen hast. Das scheint das Fragment eines anderen Gegenstandes zu sein. Kokumi sagte, dass es irgendwann einmal nützlich sein könnte. Zumis Karte. Und die bestätigte Steintafel. Wer weiß, was für Geheimnisse eigentlich hinter dieser am ersten Augenblick überhaupt nicht auffälligen Steintafel steckt. Ach ja. Verfolge die von Jabe gewiesene Richtung und finde Hinweise. Okay. Ich hätte mal gerade nur ein kleines bisschen machen. Ne? Ein kleines bisschen werde ich mal noch weitermachen, aber dann werde ich erstmal Schluss machen. Und erstmal mehr Abendessen noch machen. Ne? Okay, hier war schon mal ein... Warte mal. Okay. Elementarblick schon mal nichts zu sehen. Ja gut, die Decke sieht mir so aus, wenn da was... als wenn sich da was öffnen könnte. Nee, hast du das gehört? Das scheint jetzt... als käme von dort oben ein seltsames Geräusch. Wenn du in seine Richtung schaust, kannst du ein seltsames Muster an der Decke erkennen. Oder entdecken. Lass uns nach oben gehen. Geht zu der Quelle der Stimme? Ich wusste nicht, dass ich da irgendwo eine Stimme gehört hätte, aber okay. Oh. Ein versiegelter Schalter. Das scheint der Schlüssel zu sein, um die Schatzkammer zu öffnen. Die Steintafel passt genau hinein. Ihre Größe erfüllt ein Drittel des Raums aus. Ein Neuntel. Das ist es, genauso. Wie auch immer, du weißt, was Paimon meint. Wir brauchen also nur noch 8 weitere Schiefertafeln hier drin, richtig? Es gibt insgesamt 8 von ihnen. Du bist wirklich nervig. Paimon hat's verstanden. Ne? Lass uns genauer nach ähnlichen Schiefertafeln suchen. Aber wir sind gerade völlig ahnungslos. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen sollen zu suchen. Wir könnten das dem Schicksal überlassen. Lass uns zurück an Jabe fragen. Gute Idee. Da in der Notiz steht, dass es insgesamt 8 Steintafeln gibt, sollte es doch einen Hinweis auf ihren Verbleib geben, oder? Dann lass uns Jabe fragen. Tja, die schätze mal ganz stark. Oh, nee. Okay, man braucht alle 8 Teile, alle 8 Steinplatten dafür. Und wenn man alle 8 hier platziert hat, wird wohl der kleine Schalter dann wohl frei gemacht. Da kann man den dann wohl benutzen, ja. Um dann irgendetwas zu öffnen oder in irgendeiner Weise irgendwas auszulösen. Du bist zurück, hast du etwas gefunden? Es gibt tatsächlich eine geheime Kammer. Ist es also wahr? Laut der Notiz werden alle anderen Steintafeln in 3 Gruppen eingeteilt und in 3 Bereichen aufbewahrt. Ich nehme an, du hast die einfache Karte von Tsumi. Ich zeige sie dir mal.
Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Nun, diese Gebiete sind voller Gefahren. Wenn sich die geheime Kammer als reines Gehirngespinst herausstellt, hat es keinen Sinn, sie weiter zu erforschen. Ne? Ich würde mich ja so schlecht fühlen, wenn ich dich jemals wegen eines Streiches unserer Vorfahren in die Tiefe der Dunkelheit gehen lassen würde. Gut, hier werden die Steintafeln aufbewahrt. Ich hoffe, ich inspiriere. Ich interpretiere es richtig. Mann. Und besuche das Gebiet und sammle. Okay. Boah. 3 Steintafeln finden. Ach du Schande. Natürlich. Die erste Steintafel ist in dem Teil des Gebiets, wo man als erstes hin kann. Eine weitere im zweiten Gebiet und die andere im dritten. Also kann man das wohl erst relativ spät machen anscheinend. Dann müsste ich mich wohl... Ja, dann muss ich wohl in die Richtung gehen und erstmal in Richtung der ersten Insel. Ach ja, also auf in Richtung der ersten Insel. Erst einmal. Boah. Hat ja gerade so gereicht, ey. Hat ja gerade so gereicht, um noch über die Kante zu kommen. Dass man hier nochmal extra abspringen muss. Ah ja. Oh, hier gibt es auch überall ein Stückchen, weil die ganzen... Achso, ja, wegen der Korrosion hier. Nowhere to hide. Naja. Also sogar welche von denen sind, die wieder ewig lange nach dem Schritt wieder schützen müssen von vorne. Klar, manche können ein paar Millimeter zu einer Seitlinie zu und wieder treffen, aber... Power cord. Into the wind. Incoming. Ich finde sie mit dem Kampf, dass ich eine Detecting-Korrosion in der Korrosion halt. The wind knows me. Don't blink. Cut to the chase. Ja, ich weiß, es ist ein dicke Klappschild. Natürlich wird aber gedichtet, auch wenn man nicht mal anders will. Aber wir haben das trotzdem nicht drin. Man ist ziemlich seitlich oder direkt über den Dingern dran, aber wenn man zucken, aber wenn man mal ein paar Zentimeter in zweiten Richtung Schild steht, auch wenn man seitlich von den Dingern steht, wird das Gebiet trotzdem immer so gezählt, dass man angeblich gegen diese blöde Schild dagegen Not bad, as far as treasure is concerned. Immer ein bisschen merkwürdig. Aber besonders was wir da angezeigt wird, müssten ja Lichtstrahllinken. Der Fokusokasten kann benutzt werden, um die Vorrichtungen zu aktivieren und Lichtstrahlen zu leiten. Ne? Benutze Wasserlinsen und Eislinsen, um die Lichtstrahlen in die Empfangsgeräte zu leiten und so die Lichtlenkungszeremonie zu vollenden. Was bitte sehr? Was für eine komische Lichtlenkungszeremonie. Wo soll sie drehen? Oh, scheint ja auch. Bei Totis hier. So. Warum kann ich das Teil drehen, aber das andere nicht?
Ja, das ist sehr merkwürdig. Wieder eins der ersten neuen Rätsel, wo ich nicht verstehe, warum kann man das Teil hier nicht so drehen, dass es in Richtung von dem Teil da drin dorthin guckt, was er zeigt. Warum kann man das nicht in die Richtung drehen? Man kann nur jetzt in den Dingern drehen, aber warum? Warum lässt sich das andere Teil nicht drehen? Das würde doch easy eigentlich in die Richtung, eigentlich easy funktionieren in die Richtung, aber wie will sich das nicht drehen lassen, ne? Ein bisschen sehr merkwürdig. Oh. Eine Herausforderung. Zwei gleich. Okay. Zwei Herausforderungen und zwei versiegelte Stelen. Doch immer was probieren. Ich doch mal ganz kurz mal umswitchen. Obwohl Zweiler-Charakter brauche ich eigentlich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich bloß Chaos mal kurz wechseln. Ready for reconnaissance. Speed of light. Hey! Na, wird das Ding aktiviert? Okay, scheint aktiviert zu bleiben. Erstmal. You give, you receive. Okay. Ich dachte, hier fliegt wieder so ein großer fetter Rochen rum, aber dabei waren das bloß die Blätter von dem Baum gewesen. Ne? Okay, dann muss ich mal kurz rumswitchen. Need my help as usual? Okay. Irgendwie die eine drüber. Na, das ist eine Zielübersehen. Okay, ich glaube, ich muss mal das eine. Ja, ich glaube, ich muss doch nur den Rätsel mal erstmal weglassen. Das irritiert ein bisschen. You give, you receive. Das wird ein bisschen sehr irritieren, ne? Wenn man die ganze Zeit die Ziele angezeigt bekommt. Hey!
You give, you receive. Oh, nice. Damit ist da die Bibliothek offen. Die nächste beschädigte Steinplatte. Aber die ist nicht gerade so sehr. Die war ein bisschen zu groß gewesen, als dass die. Also dass man da noch so viele Teile mehr bräuchte für diesen Raum. Oh. Okay, ne? Du kleiner Glückspilz. Ja, toll. Okay, das Bildchen ist anscheinend verschwunden. Ne? Das ist nicht mehr da. 2 weitere Steinplatten hier in der Bibliothek gefunden. Ne? Ah, okay, 3. Warte, suche das Gebiet und sammle die Steinplatten. Ne? Ah, das erste von 3. So, einmal das lösen. Blood of Frost. Sorry. Ja, natürlich, man kann ja wieder machen, was man will. Speed of light. Man kann eine Ulti reinholen, man kann sonst noch was bauen. Das hilft ja absolut toll. Don't blink. To the chase. Speed of light. Ah, okay. Ach, das ist widerlich. Natürlich kommen jetzt auch noch zwei kleine Kratzmagier noch dazu. Die dürfen ja nicht fehlen anscheinend. Shake and stir. I condemn you. Okay, das dauert nicht sehr lange. Nowhere to hide. Don't blink. Can't handle your dream. Rack and ruin. Eye for an eye. Speed of light. Rise. With sword comes shadow. Danke. Bisschen nervig sowas. Not bad, as far as treasure is concerned. Schöne Sache. Einfach mal eine schöne große wertvolle Truhe bekommen. Okay. May knowledge guide you. Okay. Jetzt da mal oben mal noch. Das Teleportpunkt ist ja sowieso langsamer hin. Den Teleportpunkt müsste ich ja irgendwann freischalten mal. Oh, eine Selie. Nice.
So, hier kann man also die Energie auffüllen. Das müsste wohl ein Korallendinger sein, so. Würde ich mal vermuten. Meerestiefenerz? Okay. Doch nicht das, was ich dachte. Nicht so wirklich das, was ich gedacht habe. Ah, hier sind diese Turkoisch. Das sind also diese Turkoisch-Schoten. Ne? Oh ne. Der Ort, einer der Orte, den ich nur zurückkenne. Mit einer der schlimmsten Kampfprüfungen überhaupt. So, mal die ganzen Dinger hier mal einsammeln. Ich hab zwar keine Ahnung, wofür die genau da sind, das komische Erz, aber wenn man es mitnehmen kann, einfach nur mitnehmen. Mehr beschaden kann es ja nicht. Na, schade, hat mir ganz gereicht. Incoming. Hä? Elektroserie? Okay. Ah, okay. Hier sind die restlichen, ne? Speed of light. Hey! Hier sind die restlichen Sterne. Ja, du willst mich doch veräppeln. Genau in dem Moment, wo ich gerade zuschlagen will, geht die Wirkung weg. Don't blink. Ach, ich muss... Na, okay. Ich muss wegen der richtigen Reihenfolge das gucken. Okay, dann brauche ich einmal Fische. Behold, the princess endeavor. Warte mal, wir geben alleine los? Ja. Okay. Damit ich die Reihenfolge drin haben, ne? Jupp. Okay. Was? Hat doch einen Drück geschossen. Danke. Ah. Noch nö. Ja, natürlich haben die mich bemerkt, die Bilder. Faster? Okay, faster. Ja, danke sehr für die kleine Kacknummer wieder von dem Inhalt. I condemn you! Vengeance will be mine! Rack and ruin! Incoming. Hey! Ich wollte das machen, da kommt das nächste. Ja, irgendwie muss wieder ins Nowhere to hide. Ja, da müssen die Fettkollegen wieder mal sein, ja. Die wieder mal so was. I condemn you! Eye for an eye! Freeze to the core! Rack and ruin!
Damn you! Na gut, immerhin geben sie ein bisschen Elementarenergie, auch wenn sie so keine Materialien geben. Not bad, as far as treasure is concerned. Na gut, 10 Urgesteine und ein paar Waffen als Artefakte. Ein Kern der Lichtwelt. Ah, da hätten sie noch ein paar von den kleinen Schoten. Ne? Kleine Feuerschoten. Okay, ich sehe, wo ich da hinten wohl jemanden mit... Wo ich wohl jemanden um die Fackel da hinten zu entzünden. Ne? Dann nehme ich doch einfach mal wieder den Finger. Oh yeah, rock on! Na gut, dann werde ich mal noch hier drüben die Stelle noch machen. Und dann werde ich dann erst mal für heute Schluss machen. Ah, das sind sogar 2 Fackeln. Ah ja. Okay, das sind mehr als 2 Fackeln. Und hier oben ist dann also ein Platz für eine Selie. Dann eine Truhe. Ah, ich schätze mal, diese Selie da hinten sitzt. Die wird wohl hier herkommen. Mal kurz mal die kleine CD holen. Ja, und nicht aus Versehen in den Abgrund reinfallen. Schön die Feuerschritten mitsammeln. At the ready. You give, you receive. So, na dann gucken wir doch mal, was passieren wird. Das da, die oben. Und die dritte. Ach, da oben ist sogar noch eine 4. Ja. Oh, schick. Opening a chest is like unwrapping a gift. Sehr nice. Warte mal. Okay, das müsste dann wohl hier so lang gehen. Und das da rein. Und das da rein. Und von dort aus dann dorthin. Theoretisch. Ja. Aber man müsste es doch so umdrehen, dass es dort reingeht und dann auch reflektiert werden kann. Hä? Wird wie veräppeln? Ach so. Ah, okay. Jetzt sehe ich's. Ah, okay. Ah, toll. Darauf muss ich also noch achten, ne? Das braucht von diesen Dingern also nicht die
den Sachen geht das durch. Warum hat man jetzt hier so eine abprallenden Teile, die man bewegen kann? Aber nur eins, wo es komplett durchgeht und nicht reflektiert wird. Kann man das jetzt so gut verstehen? Könnte man ja theoretisch eigentlich das direkt hier drauf gehen lassen. Ne? Dann kann man das eigentlich direkt abprallen lassen, damit es dann theoretisch dann da drauf geht. Oder es geht ganz vorbei, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich sein, dass es rein auf ganz vorbei geht. Und nicht dort drauf, wo man sich das eigentlich erhofft. Schade. Also die komischen Rätsel, die werden noch ein bisschen, die werden echt ein bisschen kniffliger, dann da dahinter zu kommen. 10 Tokoyo-Schoten, ne? Nice. Der Kasten. Oh cool, könnte ich mir so theoretisch schon hochstufen. Ja. Gleich mal hingehen, mal direkt hinporten, ne? Dann mal die Statue mal hochstufen, da ich ja genug zusammen habe. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Oh cool. Das will ich auch mal. Obwohl mir schon zurückgeschrieben, aber ich habe keine Benachrichtigung dafür bekommen. Ist ja mal cool. Hier. Passt doch ganz gut, ist direkt unterm Teleporter. Na, schade, 40 Stück fehlen also für eine weitere Stufe. 40 haben gefehlt, ja. Und dann ist direkt schon 2 Stufen. Oh, Korrosionsschutz auf 12. Du kannst den Kasten benutzen, um die hellen Stellen der Truhen und Herausforderungen in deiner Umgebung auf der Minikarte zu markieren. Warte mal. Der Kasten kann auf der Minikarte die Stellen der Schoten und Meerestiefen in der Umgebung markieren. Und jetzt bei der zweiten Stufe kann man den Kasten benutzen, um die Stellen der Truhen und Herausforderungen in der Umgebung auf der Minikarte zu markieren. Aha. Ich da anscheinend mit fast mit jeder Stufe immer wieder was Neues dazu. Interessant. So, was gibt's denn hier? Segen der Schildkröte. Erhöht im Straßenopferritual der 3 Welten die Verteidigung aller eigenen Truppmitglieder um 30% und deren maximale LP um 20%, wenn man den Kasten anlegt. Oh, nice. Das nehme ich doch sehr gerne, ja. 30% mehr Verteidigung, 20% mehr Leben, warum nicht? Dafür, dass die Gegner ja auch in diesem Schutz dieser aktuellen Finsternis dort auch mehr einstecken können und vielleicht auch mehr austeilen. Es ist ja dementsprechend eigentlich nur gerecht, wenn man selber auch Vorteile bekommt. Na gut, hier kann ich wohl noch ein kleines bisschen spawnen, bis es sich lohnt, sich wieder ein paar von den Dingern zu holen. Na gut, dann würde ich mal sagen, mache ich da einfach mal hier. Dann mache ich da mal hier an der Stelle erstmal Schluss. Dann mal eine kleine Kleinigkeit zum Abendessen machen.
Weiterschauen.